2019 haben 83% der Leute ab 15 Jahren mindestens ein Buch gelesen. Bei fast 30% waren es sogar 13 Bücher oder mehr. Und 25% haben mindestens ein E-Book gelesen und 20% mindestens einen Comic. Wobei Männer eher Comics lasen und Frauen insgesamt mehr Bücher. Heute unterhalten wir uns darüber, was Bibliothekare so lesen und wie viel. David, wie viele Bücher hast du letztes Jahr gelesen, 2020? Das ist eine gute Frage. Ich tracke zwar die Bücher, die ich gelesen habe, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das sehr unregelmäßig geschieht und eher unzuverlässig. Ich hätte gesagt, 2025 habe ich sicher gelesen. Eingetragen habe ich, glaube ich, 7, was ein deutlicher Unterschied ist. Doch natürlich kommt dazu, dass ich fürs Studium ebenso noch Bücher gelesen habe, welche ich nicht eingetragen habe. Und ebenfalls ein Großteil ging einfach unter. Also das habe ich vergessen. Ich brauche eine App, Goodreads, und ich bin dort nur sporadisch online, so einmal im Monat, und da geht ein Großteil jeweils unter. Wie sieht es bei dir aus? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, es waren so 14, 15 Bücher, wobei ich die ich für die Arbeit gelesen habe, auch nicht aufgeschrieben habe. Ich habe einen Reading Tracker auf Papier. Da kann ich dann nachschauen. Ich habe auch festgestellt, ich habe da auch Bücher drin, die ich nur angefangen habe, aber nicht fertig gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die auch zählen darf. Ich lese meine Bücher halt vor allem elektronisch unterwegs, auf dem Handy, im Zug, auf dem Weg zur Arbeit. Und das fällt jetzt so ein bisschen weg, weil der Weg zur Arbeit wegfällt. Von daher kann ich jetzt auch nicht irgendeinen Bücherstapel hervornehmen und zeigen. Und hast du Bücher, die dir besonders gut gefallen haben, die du letztes Jahr gelesen hast? Ich habe letztes Jahr Madeline Miller entdeckt. Sie schreibt über die griechische Mythologie und das Ganze aus einem anderen Aspekt oder aus einer anderen Sichtweise, als man es sich normalerweise gewohnt ist. Das eine Buch habe ich hier, das andere habe ich leider ausgeliehen. Das ist Song of Achilles oder das Lied des Achill. Und es ist die Geschichte zu Troja und zu Achilles oder zu Achill, aber aus Sicht von seinem besten Freund Patroklos, was so ein Novum ist, was man nicht wirklich kennt. Das Spannende finde ich, dass man weiß oder dass man merkt, dass sie einen Hintergrund hat in der griechischen Antike und griechischen Mythologie. Sie hat das Ganze studiert, doktoriert und war Professorin zu diesem Thema. Daher finde ich, dass man gut merkt, dass das fundierte Wissen von ihr einfließt. Was mir besonders gefällt, ist, dass es nicht mit dem Fokus auf der ganzen Schlacht um Troja liegt, sondern es geht primär um die Beziehung von Patroklos und Achill und wie sie es interpretiert, die Liebesbeziehung zwischen den beiden. Also es ist wirklich mal eine andere Dynamik, als man sich normalerweise zur griechischen Mythologie gewohnt ist. Das zweite Buch von ihr habe ich gerade einer Freundin ausgeliehen, das heißt Circe oder Circe, und es geht um diese Halbgöttin. Und auch dort das Ganze ein wenig anders beleuchtet oder aus einer anderen Perspektive geschrieben, als man es sich aus der normalen Erzählung der griechischen Mythologie gewohnt ist. Ansonsten habe ich einiges gelesen. Ich habe da 1, 2 Beispiele. Als letztes habe ich von Stuart Turton The Devil and the Dark Water gelesen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung dazu. Und ich muss sagen, das war mein erster Krimi seit langem. Ich lese grundsätzlich nicht so viele Krimis. Da habe ich von The Garden am Sonntag jeweils Book Reviews, die ich bekomme. Da habe ich das gelesen und habe gesagt, das Buch muss ich mir unbedingt kaufen und muss ich unbedingt reinschauen. Ich habe das ganze Buch an einem ganzen Wochenende verschlungen. Da es doch 500 oder 600 Seiten waren, eine rechte Leistung. Bis in die frühen Morgenstunden las ich da im Bett weiter. Der Protagonist ist Gefangener auf einem Schiff und soll trotzdem den Fall lösen eines übernatürlichen Dämonen, oder ist es doch ein Crewmitglied, welcher Leute ermordet, welche Zeichen setzt, die dazu dienen sollen, um die Crew zu verunsichern, dass das Schiff nie in seinem Heimatland Holland wieder ankommen werde. Erschwert macht das Ganze, dass er im Gefängnis ist und sein Assistent, welcher von ansehnlicher Statur ist, jedoch mit den Gedanken nicht immer der Schnellste, das an seiner Stelle lösen muss. Es mag etwas langatmig klingen, dass das ganze Buch auf einem Schiff spielt.
Ich finde jedoch, mit dem Erzählstil von Stuart Turton ist dem nicht so. Er erzählt spannend, packend. Es kommen Wendungen, die man nicht gesehen hat oder auch nicht sehen kommen konnte. Du darfst, bleibt das Buch packend bis zum Schluss und bis zum Schluss wird nichts aufgelöst. Also es ist nicht, dass man in der Hälfte denkt, ja, das habe ich kommen sehen und das Weitere erübrigt sich, sondern es ist wirklich bis zum Schluss die Spannung vorhanden, wie geht das aus oder wer steht dahinter? Ist es wirklich ein übernatürliches Phänomen eines Dämonen oder ist da mehr von einem Genie am Werk, welcher das Ganze orchestriert hat? Das musst du mir unbedingt mal ausleihen. Sehr gerne. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich einige Krimis gelesen und lese auch gern Krimis. Ja. Ja, und ich muss sagen, das hat mich wirklich gepackt. Es ist sein zweites Werk und war groß debattiert im Voraus, weil sein erstes so ein Riesenhit war. Und die Frage war, kann er mit dem zweiten nachlegen oder fällt das deutlich ab? Und da kann ich ganz klar sagen, da konnte er gut nachlegen und das Niveau halten, wenn nicht sogar steigern, meiner Meinung nach. Ich habe dann im Nachhinein das erste Buch von ihm auch noch gelesen, welches auch sehr spannend und sehr interessant war, welches dann doch etwas mehr ins Übernatürliche ging. Aber ja, genau, ich leihe dir gerne beide Bücher aus, wenn du magst. Ja, genau. Ich habe letztes Jahr auch wieder ein paar Krimis gelesen. Ich finde, dass die sich auch sehr gut eignen, eben für unterwegs, wenn das da nicht allzu sehr in die Tiefe geht oder man mag ja vielleicht unterwegs auch nicht noch anfangen, Notizen zu machen zum Buch. Daneben habe ich mir aber vorgenommen, ein paar Klassiker wieder zu lesen. Also Bücher, die man als Teenager gelesen hat. Eines davon war The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Das war eins meiner absoluten Lieblingsbücher, so mit 15. Und es ist klar, wenn man es dann nochmal liest, hat man immer ein bisschen Angst, dass es dann zu sehr abfällt, weil man es irgendwie noch so romantisch in Erinnerung hatte. Ich muss sagen, es wäre jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr irgendeins meiner Lieblingsbücher, aber ich habe es doch wieder sehr gerne gelesen. Ich mag den Witz von Oscar Wilde total. Ich denke auch, das Thema Korruption ist nach wie vor aktuell. Also wie in dem Fall Schönheit oder in anderen Fällen halt auch Geld den Charakter verderben kann, wenn man keine Konsequenzen zu befürchten hat. Das, denke ich, ist immer noch aktuell. Die Liebesgeschichte würde wahrscheinlich heutzutage ein wenig anders stattfinden. Von daher hat es sich für mich auf jeden Fall gelohnt, das nochmal zu lesen. Das zweite Buch, was ich nochmal gelesen habe, war Animal Farm von George Orwell. Das ist das zweite Buch, was wir im Englischunterricht in der Schule gelesen haben. Das ist also auch schon sehr lange her. Das fand ich total aktuell. Das fand ich total spannend. Man muss es ja auch nicht unbedingt vor dem Hintergrund des Kommunismus lesen, sondern einfach auch auf die heutige Zeit bezogen, denke ich, man findet immer wieder Situationen, wo ja, alle Mitarbeitenden sind gleich, aber die einen haben halt doch immer Sonderregelungen. Ich meine, das ist auch total aktuell. Und auch spannend, wie da im Nachhinein Sachen umgeschrieben werden. Dass die Leute plötzlich denken, ja, war das nicht mal anders festgelegt? Ich finde, das ist jetzt heute mit dem Thema Fake News ist das auch wieder total aktuell. Ja, mal schauen, ob ich dieses Jahr auch noch mal irgendeinen Klassiker hervornehme. Im Moment bin ich so ein bisschen bei dem einen oder anderen Sachbuch angelangt. Ich habe letztes Jahr noch von James Clear Atomic Habits gelesen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich bin die letzte Person auf diesem Planeten, die das Buch auch noch entdeckt hat. Und im Moment lese ich Storyworthy von Matthew Dix. Da geht es darum, wie man Geschichten gut erzählt. Ich glaube, das kann auch in der Alltagskommunikation helfen, wenn man sein Gegenüber nicht total langweilt. Das Schlimme ist, dass einem dann auffällt, wenn andere Leute so langweilig erzählen. Ja, dann habe ich auch den einen oder anderen Comic gelesen, die habe ich in einem anderen Video schon vorgestellt. Und das sind natürlich dann Bücher, die ich gedruckt lese und nicht auf dem Handy, das wäre schade. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass ich 2 Bücher angefangen habe, aber nicht fertig gelesen. Mir fällt das immer total schwer, ein Buch auf die Seite zu legen. Wie geht es dir dabei, David? Also ich schließe mich dir an. Mir fällt es auch extrem schwer, ein Buch, das ich schon lange herumtrage, aber nicht vorwärts komme, weil es mir einfach nicht zusagt oder nicht gefällt, das wegzulegen. Jedoch habe ich gemerkt, dass das Verhältnis von den Büchern, den ich kaufe und den Büchern, den ich lese, nicht im Einklang ist. Also ich kaufe deutlich mehr Bücher, als welche, die ich lese. Das sieht man auch im Regal hinter mir und dadurch habe ich einen großen Nachholbedarf. Und so doof wie das klingen mag, aber die Zeit ist mir zu schade, um mit einem Buch zu verbringen, welches mir gar nicht gefällt oder gar nicht zusagt. Deshalb lege ich die dann auch
eher rasch wieder auf die Seite. Ich denke, eine Ausnahme ist, wenn es Bücher sind, die mir empfohlen worden sind und welche ich merke, die nicht meinem Stil entsprechen oder mir nicht so zusagen, ich jedoch fertig lesen möchte, um anschließend mit der Person darüber zu diskutieren oder austauschen zu können. Ja, wie macht ihr das so? Schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr Bücher fertig lest, wenn sie euch nicht gefallen. Und was habt ihr 2020 gelesen? Was für Bücher könnt ihr uns empfehlen? Ebenfalls ein Resultat der Umfrage war, dass 43% der Leute mindestens einmal eine Bibliothek besucht haben, wobei 20% für Arbeit oder Ausbildung. Wenn wir jetzt auch heute nicht sagen können, ob wir Bibliothekare mehr Bücher lesen als andere Leute, eines wissen wir doch ganz bestimmt. Wir waren deutlich mehr in der Bibliothek. Bis zum nächsten Mal.